Natürlich haben wir dann auch Zeit gehabt, über viele Dinge nachzudenken. Also ich hätte gleich von Anfang an mitnehmen sollen. Das war so normal, ab dem ersten Tag in Deutschland wieder in einer Wohnung zu leben. Wir haben uns viele Gedanken irgendwie gemacht, aber so richtig können wir das noch nicht so fassen. Das ist ja ein hammergeiler Stellplatz. Oh mein Gott. Wir haben Neuigkeiten. Bin total begeistert. Und fliegen mit dem Flieger nach Deutschland. Next station, Hollywood. Was? Wir sind da. Und plötzlich sind wir wieder hier. Fühlt sich alles noch ein bisschen fremd an, wieder hier zu sein. Ja, die letzten 2 Monate, da ist viel Zeit vergangen und wir haben uns viele Gedanken irgendwie gemacht, aber so richtig können wir das noch nicht so fassen. Ne? Irgendwie. Es ist heute der erste Tag, dass wir im LKW wieder wohnen und das ist noch alles ganz, ganz komisch. Also das, glaube ich, braucht auch noch ein bisschen, bis wir uns da wieder so eingegroovt haben.
Sehr merkwürdig. Genau. Gerade. Und natürlich haben wir dann auch Zeit gehabt, über viele Dinge nachzudenken. Und wie gesagt, so richtig können wir auch noch nicht fassen, was wir jetzt so daraus mitgenommen haben aus dieser Zeit. Und das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen noch so ergeben. Und ich denke, das werden wir dann halt auch einfach mit euch teilen. Ne? So, in diesem Video, im nächsten Video. Also wie ist es uns in Deutschland ergangen? Was haben wir da? Wie hat sich das angefühlt für uns? Welche Dinge haben wir hierher mitgenommen? Was wollen wir verändern? Über solche Sachen haben wir uns halt Gedanken gemacht und die wollen wir dann auch natürlich mit euch teilen. Genau. Ja, wir haben den LKW ja verlassen. Vor 2 Monaten, ne? Ja, und da hatten wir schon ein mulmiges Gefühl gehabt, irgendwie so, unser Zuhause, das wir jetzt zurücklassen. Wird alles gut gehen. Wie steht er da? Ich habe dann immer geguckt, wie ist das Wetter in Athen? Hat er jetzt gerade Regen, der LKW, oder hat er Sonne? Ja, genau. Naja, und als wir dann angekommen sind und dann gesehen haben, wie er da so stand und er sah perfekt aus. Ja, es war einfach alles gut. Alles war gut. Die größte Sorge war natürlich irgendwie, riecht es jetzt komisch drin nach so langer Zeit? Hat er irgendwie Schimmel angesetzt? Jetzt kommt der spannende Moment. Sieht gut aus. Und wie riecht's? Eigentlich ganz okay. So für die Zeit. Ja, Feuchtigkeit gezogen, irgendwie sowas, aber gar nichts. Ne? Ja, oder ist da eine 20-köpfige Mäusefamilie eingezogen? Also solche Gedanken haben wir uns dann so gemacht. Ne? Wie Genau. Oder ein Haufen Spinnweben da drin. Ja, irgendwie genau. So. Irgendwelche kleinen Käfer. Ja, nee, aber gar nichts. alles gut. Ja. Und wir hatten ihn ja vorher nochmal gereinigt, als wir ausgezogen sind. Und wir konnten wirklich gestern unsere Sachen reinpacken. Und ja, das hat sich wirklich bewährt. Ne? Man konnte dann sofort loslegen. Und es hat sich halt alles, was wir so gemacht haben, hat sich halt auch bewährt. Ne? Also die Matratze haben wir zum Beispiel aufgebockt, dass da irgendwie Luft runterkommt. Und das andere halt so, das mit den Batterien, die habe ich halt komplett abgeklemmt, auch die Solaranlage, weil, mir ging es darum, dann halt auch ruhig schlafen zu können. Ne? Man weiß ja nie. Also sie hat über 2 Jahre zuverlässig funktioniert. Es war nichts damit, warum sollte da jetzt irgendwas passieren, aber naja. Wenn man da nicht vor Ort ist, ist das dann doch. Man denkt die ganze Zeit darüber nach, da fließt jetzt Strom und wir wollten einfach irgendwie ein ruhiges Gefühl bei der ganzen Sache haben. Ja, die Batterien, das hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir die Batterien, ich würde schon sagen, fast halb leer zurückgelassen haben, weil wir sie dann nicht mehr aufgeladen gekriegt haben. Und was das dann mit denen macht. Und die sind auch immer noch am Nachladen, also heute jetzt den ganzen Tag mit richtig Sonne und sind schon fast 4 Kilowatt. Also das ist schon echt eine Menge, was da rausgegangen ist. Aber das ist alles noch okay, weil erst wenn wir 6 Kilowatt entladen würden, haben wir 50% der Batterien aufgebraucht und das können sie eigentlich ab. Ja, also du konntest auch den LKW ganz normal irgendwie starten mit den Starterbatterien, also es war alles... War auch okay, ja, die hatten noch 25 Volt gehabt, also ja. Der ist auch sofort angesprungen, war echt problemlos. So, dann haben wir im Prinzip alles wieder rückgängig gemacht, also die Federspeicher habe ich auch zuvor gelöst und dann habe ich sie wieder zurückgedreht, sodass sie wieder funktionieren. Ne? So, das ist halt wichtig beim LKW, dass wenn man über einen längeren Zeitraum steht, dass da sich die Bremsbacken irgendwie an den Trommeln nicht festrosten. Da hatte ich so die Befürchtung gehabt. Ja, dann hatten wir noch Wasser abgelassen, natürlich Abwasser abgelassen, Frischwasser auch abgelassen. Komplett, also die Anlage komplett leer gemacht. Und sogar die Filter, die habe ich auch trockengelegt. Wir sind jetzt so 20 Kilometer von Athen, würde ich mal so tippen. Ungefähr, ja. Haben uns ein Plätzchen jetzt gesucht. Also ganz in den Süden sind wir eigentlich gefahren. Ja, die erste Nacht war auch ein bisschen, ich sag mal, nicht so ganz so gut. Also ich habe nicht ganz so gut geschlafen, weil die Geräusche waren dann doch wieder irgendwie fremd. Dann ging dann irgendwie der Kühlschrank an, dann war es dann so still hier, dass es mir wieder zu still war. Also hier gibt es wirklich gar nichts. Hier gibt es keinen Hund, hier gibt es keine Schakale, hier gibt es irgendwie gar nichts. Das ist wirklich mucksmäuschenstill. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, jetzt auch bei der nächsten Etappe bei uns. Und ich denke, wir werden richtig viele spannende Sachen im Gepäck haben, die wir euch zeigen werden noch. Und letztendlich wissen wir ja selbst nicht, was auf uns zukommt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste an der ganzen Sache. Kleinen Ausblick haben wir euch ja schon gegeben, was unsere Pläne sind dieses Jahr. Und mal sehen, wie wir die umsetzen werden. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Mit 13 Kilo sind wir losgefahren und ich glaube, deiner hatte 16 Kilo oder 18 und meiner hatte 23 Kilo, sind wir wieder aus Deutschland zurückgekommen, vollgepackt mit Sachen, die wir irgendwie benötigen und irgendwie unterwegs nicht gefunden haben. Und ein paar Sachen wollen wir euch jetzt mal zeigen, was wir alles so aus Deutschland mitgebracht haben.
Fangen wir mal an. Wir haben uns ein Fliegengitter oder ein Mückengitter für unsere Eingangstür. Das ist so mit Magneten. Ja, das werden wir die Tage jetzt mal anbringen und ich würde sagen, wenn sich das bewährt, werden wir euch das noch einmal zeigen. Ja, wir hatten halt ständig Fliegen, gerade in den Sommermonaten, egal wo du stehst, du hast halt immer Fliegen hier drin. Die wird man wohl auch nicht komplett loswerden, aber ich glaube, das hier hilft schon einiges. Und dann haben wir ja mittlerweile unsere Lieblingssorten bei Holy entdeckt und wir haben 3 große Pakete jetzt dabei. Genau, wir haben da angefragt bei Holy und haben gesagt, hier, wir brauchen Nachschub. Und wir haben gesagt, klar, wie viel, was? Genau, was wollt ihr haben? Wir haben jetzt einmal Apfel dabei, eine große Packung. Dann haben wir noch unsere Hibiskus, meine Lieblingssorte übrigens. Und Pfirsich, auch super, super lecker. Ja. Übrigens, unser Link mit den 5-Euro-Gutschein ist immer noch gültig, ist in der Videobeschreibung. Also falls ihr Bock habt, da mal zu bestellen, spart ihr 5 Euro. Genau. Und ich meine, ich weiß nicht, ich finde, es ist glaube ich so ein bisschen untergegangen beim letzten Mal. Achso, du hast hier noch was, ne? Genau, das sind so diese Probierpacks, die Ja. würden wir eigentlich so empfehlen, immer das erste Mal zu bestellen. So haben wir auch unsere 3 Lieblingssorten für uns entdeckt. Und Ja. Und ich finde, beim letzten Mal ist untergegangen, dass bei diesen Sachen hier, die sind halt 100% natürlich. Also da ist irgendwie keine Chemie drin oder sowas. Und das ist halt auch zuckerfrei. aber das waren, glaube ich, jetzt nur die leichten Sachen, ne? Die schweren Sachen, die jetzt in Rucksäcken Ja, gelandet sind. Genau. So. Was kann das wohl sein? Wir brauchen ja so ein paar Sachen eigentlich. Und ich fange mal an hiermit. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr. Packen wir das mal weg hier. Es gibt keinen Grund mehr. Bei der nächsten Situation, wo wir uns dann vielleicht mal festfahren könnten, ihr erinnert euch vielleicht in der Türkei, unser Türkei-Staat, der ist etwas abenteuerlich Am See. genau, gestartet und wir hatten uns da richtig festgefahren. Und einer der Fehler, den wir gemacht hatten, war, wir haben halt den Reifendruck nicht abgelassen. Und da habe ich jetzt vorgesorgt, ich habe mir da was überlegt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um ein System am LKW richtig zu installieren, sodass man das irgendwie bequem einfach nur rausholen kann irgendwie und an den Reifen festmachen, sondern ich habe mir was anderes überlegt. Sozusagen extern, dass ich das einmal alle 4 Reifen gleichzeitig betanken kann. Und das war uns halt wichtig, dass man nicht jeden Reifen einzeln irgendwie aufpumpt. Das dauert halt eben lange. Also da habe ich mir halt was zusammengesucht. Ein Manometer habe ich hier dabei, das ist jetzt noch auseinandergebaut. Da sind halt so Sachen einzeln drin, dass man das Manometer zusammenbauen kann. Dann sind da hier halt Ventile drin, die man direkt dann an den Reifenventilen befestigen kann, die dann auch festhalten. Zusätzlich sind da aber auch noch, das will ich auch noch ausprobieren, das sind solche Teile hier, die kann man auf einen bestimmten Reifendruck einstellen und dann lassen die automatisch den Reifendruck ab auf diesen Wert, der eingestellt wurde. Wie das funktioniert und ob das gut funktioniert, werde ich ausprobieren. Ich habe sozusagen das System so zusammengestellt, dass ich verschiedene Wege probieren kann, die Reifen abzulassen. Wirst du aber bestimmt auch nochmal zeigen, ne? Ja, genau. Wenn wir das dann zusammenbauen, dann zeigst du das einmal. Ja, ich werde das alles mal alles zeigen. Also hier das ist ein Spiralschlauch von 4 sozusagen. Ja. Das ist halt auch alles so ausgewählt, dass ich das irgendwann dann mal auch in ein festes System umfunktionieren kann. So, das Wichtige ist auch hier, das ist so ein Verteiler, womit man das dann auf die 4 Reifen verteilen kann. Das ist halt dieses Standard Druckluftsystem, europäische Druckluftsystem, die man halt in Werkstätten auch vorfindet. So. Genau. Packen wir auch alles in den Amazon-Shop. Könnt ihr euch da angucken. Vielleicht habt ihr da ja auch Bedarf. Dann braucht ihr nicht lange suchen. Also mir hat das richtig, richtig viel Zeit gekostet, das alles so zu finden. Und dann halt auch zu einem wirklich kostengünstigen Preis, weil da kannst du richtig viel Geld für ausgeben. Ja. Gut, was habe ich noch? Ja, hier, das ist so eine Handpumpe. Ich habe immer das Problem, wenn wir dann aus Versehen den Tank dann doch mal leer gefahren haben, also das System leer gefahren haben vom LKW, dann muss man nur so lange nudeln, bis er dann mit dem anderen Tank dann wieder Sprit kriegt und hier kann man dann mit der Handpumpe das bequem wieder entlüften. Dann ja, unser Auspuff, das Gummi, das ist kaputt gegangen. Ich habe das nicht gefunden unterwegs. Nee. So, und das, was habe ich hier noch? Genau. Was ich auch ziemlich geil finde, ist eine Endoskopkamera, Oh ja. die ich mir besorgt habe. Das ist halt so eine kleine Drahtkamera, mit der man dann an schwer zugänglichen Stellen sich die Sachen angucken kann. Das Besondere dieser Drahtkamera ist, dass man direkt ans Handy anschließen kann und dann nimmt man das Handy als Monitor und
Haben wir auch gesucht hier, aber nicht gekriegt oder zu richtig teuren Preisen. Genau, da kann man richtig viel Geld drin versenken und das ist halt günstig. Ja, okay, es kommt aus China, aber es funktioniert gut für die Zwecke. Die paar Male, Die paar Male. Wichtig bei den Dingern ist halt, dass man sich das Richtige auswählt. Es gibt welche mit WLAN, die nur über WLAN funktionieren, über das WLAN-Handy. Und das ist mir nicht so geheuer, dass man eine Verbindung braucht, also eine Funkstrecke, damit dann das Kamerabild angezeigt wird. Weil das kann unter Umständen, glaube ich, auch mal nicht gut funktionieren. Gerade wenn man irgendwo tief mit der Kamera drin ist. Also deswegen wichtig ist, dass man sich eins raussucht, was wirklich das Kamerasignal direkt über das Kabel gibt. So. Auch bei uns im Shop, im Amazon Shop. Genau, ich werde berichten, wie zufrieden ich damit bin. Ach ja, genau. Scharniere. Also, die Tür ist ja immer noch nicht repariert, aber sie funktioniert noch. Ich habe mir daraus überlegt, wie ich es repariere. Die Scharniere, wir haben sie gesucht. Wir haben sogar mal welche in der Türkei. Nee, hier bei Leroy Merlin gefunden. Ah ja, stimmt. Mhm. Aber die hatten nicht mehr genug da gehabt. Und jetzt wollte ich auf Nummer sicher gehen, dass ich auf jeden Fall genügend dabei habe. Und naja. Eingangstür kann repariert werden. Genau. So, ja, das Wichtigste überhaupt, Leute. Die Augen haben gestrahlt, als Ich habe eine Flex. Ich habe endlich eine Flex. Also ich hätte gleich von Anfang an mitnehmen sollen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal wirklich brauchen können und das ist ja jetzt eine, die die günstigste Flex, die zu kriegen ist von der Marke Makita in der Türkei und auch in Griechenland bekommt man Makita auch. Aber die haben da irgendwie nur die teuren Modelle gehabt und ich brauche halt nicht das teure. So, und die habe ich auch günstig geschossen. Von daher, wir haben eine Flex. Ja. So, und dann jetzt zuletzt halt Ersatzteile. Ich habe, als wir noch unterwegs waren, einen Schlacht-LKW gefunden, also ein Renault, wo Sachen ausgebaut wurden. Und da hatte ich gesehen, dass der die gleiche Bremsanlage hat wie wir. Und da habe ich dann zugeschlagen und habe gesagt, ey, ich brauche diesen Hauptbremszylinder, weil wir ja schon mal Probleme hatten. Ihr erinnert euch, wir haben ja in einem Video gezeigt, wie der Hauptbremszylinder nicht mehr richtig funktioniert hat. Und verantwortlich dafür war eigentlich nur dieses kleine Ventil hier. Und ich habe gesehen, dass der den gleichen Hauptbremszylinder hat. Und das habe ich dann jetzt in den Weihnachtsferien ausgebaut zu Hause. Auch hier nochmal so ein Magnetventil für die Sperren zum Schalten. Das sieht auch schon ganz schön mitgenommen aus. Da muss ich mal gucken, ob das überhaupt noch funktioniert. Und was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt ein Gute-Laune-Maskottchen dabei. Das haben wir von ganz lieben Freunden bekommen, als Weihnachtsgeschenk. Nochmal vielen Dank dafür. Als wir das gesehen haben, das hat uns sofort gute Laune gemacht. Und da dachten wir, das muss einfach mitkommen. Ja. Also immer, wenn wir jetzt schlechte Laune haben, wird das rausgepackt und ich glaube, wir werden dann wieder gute Laune bekommen. Ja. Sehr viele schöne Sachen dabei, die wir jetzt mitgenommen haben. Das wollten wir mit euch teilen, weil wir glauben, das könnte euch irgendwie auch helfen, wenn ihr euch irgendwie ausrüsten wollt für eure nächste Fahrt oder irgendwie noch mittendrin seid, euer Wohnmobil zu planen oder so. Vielleicht hilft es euch ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen Rückmeldung uns gebt. Jetzt geht es erstmal dann auch die nächsten Tage, wenn wir hier so ein bisschen runtergekommen sind und uns wieder so ein bisschen eingewöhnt haben, geht es dann auch weiter. Also eine Sache, die mir auf jeden Fall jetzt schon aufgefallen ist, nach ein paar Nächten hier im LKW, es ist auf jeden Fall schwieriger, sich wieder an diese 10 Quadratmeter zu gewöhnen, als an eine Wohnung. Also das war so normal, ab dem ersten Tag in Deutschland wieder in einer Wohnung zu leben. Vielleicht reichen diese 2,5 Jahre nicht aus, dass sich das merkwürdig anfühlt, weil es war wie total gewohnt. Es war nichts Besonderes, wieder in einer Wohnung zu leben, völlig normal. Und jetzt hier ist es schon schwieriger, sich wieder an nur 10 Quadratmeter zu gewöhnen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar den Camperspot, wo wir jetzt die Wochen gestanden haben. Für alle, die es interessiert, den Kontakt, den gibt es in unserem Griechenland-Artikel auf unserer Internetseite. Den Link zu dem Artikel packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung oder ihr geht direkt auf unsere Internetseite zu diesem Artikel.
Wir haben jetzt 80 € bezahlt. Ich finde, das ist ein absolut fairer Preis und der Besitzer hat uns ja sogar zum Flughafen gefahren und zurück geht es auch ganz leicht mit dem Bus wieder. Eine super Verbindung, also für alle, die es interessiert, unser Griechenland-Artikel, schaut da einfach mal rein. Wir haben ja immer noch so ein paar Dinge zu tun, also Uli noch fit zu machen, bevor es dann eben halt weitergeht. Und das sind halt echt eine Menge Dinge auf der Liste. Unter anderem halt hier die Staubox. Das habe ich halt immer noch nicht repariert. Das ist jetzt das, was ich als nächstes auf jeden Fall machen werde. Ich brauche dafür eine Tankkonsole. Und ich hatte jetzt gehofft, dass ich hier auf dem Schrottplatz, Werkstatt, dass ich da was finde. Hatte er auch da gehabt. Es liegt alles voll davon. Alte Dinger letztendlich, verrostet. Und er hat gesagt, ja, ich brauche nur das Teil, nur 2 Stück davon und dann fahren wir weiter. Und er will für diese beiden Tankkonsolen 300 € haben. Ich glaube, ich habe inklusive Tank, also Tankkonsolen, Bänder, Tank, Sensor, habe ich insgesamt 500 € bezahlt. Also gut, nicht in Deutschland, aber ich glaube, ich habe die aus Polen gekriegt, genau. Auch mal so im Verhältnis, ne? 300 € für alte, gammelige Tankkonsolen. So geschäftstüchtig, oder so. Die sind alle geschäftstüchtig. Die sind alle sehr geschäftstüchtig, so rum. Genau. Naja, gut. Wir fahren zum nächsten Schrottplatz. Ja, wir gucken jetzt mal weiter. Ja. Genau.
Wir hatten heute eine nicht so gute Nacht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich um 2:30 auf den Wecker geguckt und ich glaube, ich bin erst um 3 eingeschlafen. Ja, wir haben heute direkt hier bei Ikea am Flughafen von Athen geschlafen. Wollten wir so machen, weil heute haben wir einen Erledigungstag, nämlich wir beginnen heute unsere Gemütlichkeitsoffensive der Wohnkabine. Die ist nämlich so ein bisschen zu kurz gekommen. Zuerst geht es zu Ikea und dann zu Leroy Merlin und ich freue mich schon, dass es endlich ein bisschen schöner in der Wohnkabine wird. Wir sind gestern nach unserem sehr, sehr langen Besorgungstag wieder zu unserem ersten Stellplatz zurückgefahren. Wir haben jetzt ganz viele kleine neue Bauprojekte an Bord. Die werden wir nicht alle hier umsetzen. Ich glaube, dann würden wir noch 3 Wochen hier stehen. Ein paar Sachen wollen wir aber noch erledigen, bevor es dann auf die Peloponnes geht. Da werden wir natürlich Nafplio wieder besuchen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und es geht nach Argos, zu unserer befreundeten Werkstatt. Da wollen wir uns dann um die Stauboxen kümmern. Wir haben uns aus dem Baumarkt auch eine neue Plane geholt für den Reifen, weil unsere alte Plane, die hat es jetzt nach fast 3 Jahren komplett zerfetzt und da kann man halt auch mal dran sehen, was die Sonne, so die UV-Strahlen dann da so ausrichten und was der Reifen eigentlich aushalten müsste, wenn er keine Abdeckung hätte. Bretter, die kommen in die Staubox zur Stabilisierung. Das ist jetzt für die andere Staubox. In der hier ist das schon drin, da wo die Batterien drin sind und ich will jetzt die andere auch aufrüsten. Nur leider muss ich die zweigeteilt reinbringen, weil ich die so nicht mehr reinkriege, weil die Heizung da jetzt so drin ist und die will ich jetzt nicht ausbauen. Aber das wird auch halten. Es geht nur darum, dass halt der Träger, den wir da drunter bauen, dann hier zusätzlich mit diesen Platten mehr Stabilität findet, also die ganze Box auf dem Träger dann. Der eine oder andere möge jetzt vielleicht sogar sagen, ja hey, wieso lässt ihr das eigentlich nicht im Baumarkt zurechtsägen? Ja, hatten wir vor, aber leider war die Maschine kaputt. Also man hat uns dann damit vertröstet, dass sie dann vielleicht in 1, 2 Tagen oder auch erst in einer Woche irgendwie repariert wird, das wissen sie auch nicht so genau. Ja, und dann mussten wir halt irgendwie sehen, dass wir selber zurechtkommen. Von daher, es lohnt sich immer irgendwie so ein Gerät, dieses Multitool dabei zu haben, weil du kannst damit einfach alles machen. Und ich bin echt froh, dass ich das hier dabei habe, weil du kannst halt dieses Holz sägen, du kannst Metall sägen, du kannst auch, ich hatte das mal gehabt, dass so eine Schraube an einer blöden Stelle am LKW, da kam ich überhaupt nicht ran, ich kam nicht um den Schlagschrauber ran, gar nicht und die Schraube, die war so vergnattelt und trotzdem lose, ich kriegte sie nicht fest, ich kriegte sie nicht lose und mit dem Multitool konnte ich sie dann durchschneiden und rauskriegen und das hat mir da echt den Tag gerettet. Ne?
freue mich riesig, dass wir endlich ein schönes Plätzchen für unseren Teppich gefunden haben. Wie ihr euch ja vielleicht noch erinnern könnt, haben wir von ganz lieben Menschen aus der Türkei diesen Teppich geschenkt bekommen. Und das war so ein besonderes Erlebnis für uns. Das werden wir nicht vergessen. Und jetzt haben wir endlich einen super Platz gefunden. Und außerdem macht das alles nochmal viel gemütlicher hier in der Kabine. Ja, ich freue mich einfach riesig, dass wir ihn endlich an der Wand haben und er nicht mehr irgendwie im Schrank rumliegt. Eine richtig gute Adresse, Wäsche selber zu waschen, ist EasyWash hier in Griechenland. Hier zahlt man für eine Waschmaschine nur 3 Euro und für Trocknen 2 Euro. Und der Trockner läuft dann 30 Minuten, glaube ich. Also jedes Mal, wenn wir wieder einen Waschtag haben, gucken wir erstmal nach EasyWash. Der lag jetzt auch nur irgendwie 20 Minuten von unserem Stellplatz entfernt. Und die Wäsche wird immer super sauber. Also wir sind sehr zufrieden mit EasyWash und können das eigentlich nur jedem empfehlen. Zweiter Versuch, um hier jetzt einen Träger aufzutreiben für unsere Stauboxen. Es ist eigentlich ein Schrottplatz, wo es hauptsächlich nur PKWs gibt, aber es gibt genau 2 LKWs hier und einer davon hat die Tankkonsolen, die wir brauchen. Also im Prinzip gerade Tankkonsolen, andere können wir ja gar nicht benutzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die groß genug sind. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Und wenn ja, dann müsste das auch alles erstmal abgebaut werden und die machen gleich zu. Also so in 20 Minuten. Könnte eine knappe Nummer werden. Mal gucken, was er sagt. Aber sind nett, sind total interessiert auch und ja, immer wieder staunen die Leute, wenn wir erzählen, dass wir hier eigentlich drinnen leben und dass es nicht einfach nur Urlaub ist. Und finden es natürlich top, ne? So, ja. Ja, leider wird das zu knapp. Da fehlen mir so 2-3 Zentimeter. Schade. Also für 50 Euro hätte er mir die beiden gegeben, zusammen, inklusive Abschrauben. Mal so als Vergleich zu dem anderen Angebot, was wir da gekriegt hatten. Ja, absolut fair hier. Also Empfehlung, wenn ihr irgendwie so Teile braucht in diese Richtung, einfach mal einen Schrottplatz anfahren. Total nett, kann man nicht anders sagen. Gut, wir werden jetzt nochmal das bei dem anderen Schrottplatz versuchen. Allerdings ist es schon relativ spät, die machen dann auch irgendwann zu. Mal sehen, ob wir da noch was werden. Okay. Hier, glaube ich, finden wir eher was. Das ist alles, der Hof ist voll mit LKWs. I'm not gonna take this to come more. It's like this, okay? Yeah, it's like this. 62. 62? No, I have 2 more. Okay. There's a hole. This is not good. This. Why are you need? Ah, from other side. No, here, it's broken. It's broken, huh? Coffee? Coffee. I will order. It will take until we done with the job. Coffee or something. What coffee do you take? Here in Greece, a lot of Freddo espresso.
Perfect. And YouTube? Yeah. So there we have the most content. Oh yeah. The same name. Blue Sky Home. 100 metros. Ja, sehr cool. Also auch, wir kriegen die jetzt auch für 50 €, inklusive dass er sie uns schon auf die richtige Länge schneidet. Und wir wurden hier so herzlich willkommen. Als ich ankam, wurde ich schon reingebeten und ob ich noch was zu trinken haben möchte, bevor ich überhaupt gefragt habe, was ich haben möchte. Und es ist halt ein Familiengeschäft hier. Er hat Ingenieurswesen, würde ich jetzt sagen, übersetzt irgendwie gelernt. Also, und hat jetzt hier oder macht zusammen mit seinem Vater hier diese Werkstatt inklusive, also es ist eigentlich eine Wiederverwertung von Lkw-Teilen, aber gleichzeitig eine Werkstatt für MAN und Mercedes. Und sie haben auch noch irgendwie eine zweite Werkstatt nicht weit von hier. Und naja, also das ist das, was er so macht. Und er ist super interessiert daran, was wir so machen. Und fragt mich mal wieder, ob ich das dann auch alles alleine kann, was ich da jetzt mache und wie ich das mache. Und klar, ich sehe jetzt nicht gerade so aus, als ob ich der Mechaniker wäre. Aber ich finde das immer sehr spannend, wie interessiert dann die Leute dann halt auch so sind, wenn sie uns sehen mit unserem LKW und was wir dann so machen, wie weit wir reisen. Und na klar sind sie auch daran interessiert, wie wir das Ganze eigentlich finanzieren. Und wenn wir dann sagen, ja, ist halt YouTube, dann YouTube, okay, es geht, naja, gut, geht, ist so, ne? Haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Es braucht ein bisschen, bis sich das wirklich trägt, ne? Aber ja, es macht Spaß. Wir haben jetzt wieder einen neuen Follower. Diese Werkstatt hier repariert hauptsächlich MAN und Mercedes. Also für alle, die da draußen mit MAN unterwegs sind und Mercedes, ich glaube, das lohnt sich schon, auch mal hierher zu fahren, wenn es nicht unbedingt immer ein Neuteil sein muss. Wobei ich auch glaube, dass sie Neuteile einbauen, wenn man das unbedingt will. Aber manchmal muss es ja nicht sein. Ne? Ja, schon. So, have you ever seen a No, Renault? Never. So this Maybe my father. yeah, maybe you can ask him. It's 83, so the construction year, Oh, 83. So it's oh yes. 40. Perfect condition for the years. Yeah. And only 90,000 kilometers. Yes. Maybe more working hours. Die Halter habe ich jetzt oben verzurrt. Heute fahren wir noch weiter nach Nafplio. Da werden wir ein paar Tage stehen, bis wir dann zur befreundeten Werkstatt weiterfahren. Ja, das war wieder so eines dieser ganz besonderen Erlebnisse auf unserer Reise. Diesen Ort hatten wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir sind dann hierher gefahren, weil wir ihn von der Autobahn aus gesehen haben, dass hier ganz viele LKW stehen und dass es aussieht wie ein Schrottplatz für LKWs. Aber es ist halt beides. Es ist eben eine Werkstatt und ein Schrottplatz und man findet hier halt irgendwie dann auch Teile, die man braucht. Aber das Genialste ist einfach, wir hatten in dem Preis ja ausgehandelt. Er wollte halt auch 50 € haben für diese beiden Träger. Und dann am Ende sagt er, nee, kommt, braucht ihr nicht zahlen. Ihr seid Reisende und er findet das total cool, was wir machen und hat sich total gefreut, dass wir da waren. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Genial. Also wir haben dann nochmal nachgefragt, also wir wollten unbedingt halt ihm natürlich auch entlohnen dafür, ne? So das irgendwie, aber wollte nichts haben. Ohne Worte. Total genial. Ja.
fast 3 Monate sind wir ja mit diesem Provisorium der Staubox hier durch die Türkei und vorher auch noch durch Griechenland gefahren. Und eigentlich sollte das ja nur ein kurzes Provisorium sein. Naja, wie das immer so ist, hält er länger als gedacht. Und ich bin mal gespannt, wie gut es dann wirklich gehalten hat. Also der Träger, den konnte ich ja nicht irgendwie schweißen lassen, gar nicht, sondern musste ihn irgendwie dann mit Alublechen reparieren. Und offensichtlich hat es ja gehalten, die Staubox haben wir ja noch. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, wie es dahinter aussieht. Ich wundere mich gerade, warum der hier so rumflattert, aber der ist einfach so. Das ist auch ziemlich dünnes Material im Gegensatz zu den neuen, die ich jetzt habe. Das sind richtige schwere Tankträger. Ja, nö, also sieht gut aus. Also ist jetzt nichts gerissen oder sowas von dem Alu, gar nichts. Ein bisschen hat sich der Spalt hier vergrößert, aber hat gut gehalten. Hat wahrscheinlich auch noch länger gehalten, aber muss ja nicht sein. Ach, das ist doch eine Scheiße. Ich brauche einen 18er. Das sind komische Größen hier. Ich brauche einen 18er. Das rieselt. Also diese Brille habe ich nicht auf, weil ich sie besonders hübsch finde, sondern weil ich keinen Bock habe, dass mir der ganze Scheiß in die Augen rieselt. Okay. So, jetzt nehme ich ihn ab. Da ist er. Das ist mal ein ordentlicher Riss. Aber das Alu hat gehalten. Ich brauche mal den Drehmomentschlüssel. Da brauche ich mehr Wumms hinter. Wir sind gerade in der Werkstatt in Argos angekommen. Nikolas hat zwar die Stauboxen selber angebracht, aber ein Ölwechsel wartet auch noch auf uns. Die Jungs haben uns übrigens erzählt, dass nach unserem letzten Video von hier, das muss so ungefähr vom Jahr gewesen sein, der eine oder andere von euch jetzt auch schon hier gewesen ist. Das freut uns natürlich sehr, dass unsere Werkstatttipps auch so angenommen werden und wir den Einheimischen so auch ein bisschen was zurückgeben können. Eigentlich wollten wir auch noch ein paar Gedanken über Deutschland mit euch teilen, aber wir hatten so viel um die Ohren hier die ersten Tage, dass wir diese Gedanken gar nicht wirklich sortieren konnten und für euch ja, richtig formulieren konnten. Das werden wir natürlich auf jeden Fall noch nachholen. Wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, schaut auch gerne in unsere Videobeschreibung. Da findet ihr den Holy 5-Euro-Gutschein, unseren Amazon-Shop und auch den Griechenland-Artikel. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt alle gesund und euch noch einen schönen Sonntag.